Dieser Film kann also jedem helfen, der glauben kann. Und ja, ich habe geglaubt und ich habe die Heilung erhalten. Extrablatt! Extrablatt! Der Wunderheiler Bruno Gröning! Extrablatt! Ich bin mit meiner lieben Schwester da reingegangen und war im Endeffekt nur offen, was kommt. Extrablatt! Extrablatt! Hier die aktuellen Geschehnisse um Bruno Gröning! Extrablatt! Extrablatt! Der Wunderheiler Bruno Gröning! Tausende suchen Hilfe! Dann geht der Film los. Schwarz-Weiß. Frühere Zeit. März 1949. Die Zeitungsmeldungen überschlagen sich. Eine kleine Stadt in Westfalen rückt plötzlich in den Mittelpunkt öffentlichen Interesses. Ein angeblicher Wunderheiler macht hier von sich reden. Dann habe ich das erste Mal das Beutel oder Bruno Gröning überhaupt einmal gesehen. Die Augen, den Menschen selber. Und ich war dann in dem Film gesessen, mit offener Körperhaltung, wie mir es meine Schwester eben schon vorgemacht hat und schon gezeigt hat. Georg, wenn du es so magst, dann kriegst du den Film ganz mit. Und ich habe es gemacht. Und es sind dann Momente entstanden, ich habe nur noch gewarnt. Ich habe die Hälfte Zeit vor dem Film einfach nur gewarnt. Ich habe mich auch überhaupt nicht geschämt. Ich habe es einfach zulassen. Ich bin nicht dazu da, große Reden zu halten, sondern zu helfen und Heilung zu vermitteln. Als ich das erste Mal davon hörte, dass man durch den Film Heilung und Hilfe erfahren kann, dachte ich mir, was reden die? Ich war eigentlich skeptisch. Sie brauchen nicht an den kleinen Gröning zu glauben, aber Vertrauen müssen Sie mir entgegenbringen und dem Herrgott für seine große Tat, für seine große Macht, für seine Herrlichkeit danken. Und wenn mich jemand fragt, wie ich nur durch das Ansehen eines Dokumentarfilms geheilt wurde, kann das wahr sein? Ich bin ein Beispiel dafür, dass es wahr sein kann. Denken Sie nicht an Ihre Leiden. Beobachten Sie Ihren Körper. Stellen Sie sich die Frage, was geht in meinem Körper vor? Ich habe die Heilung auf sehr ungewöhnliche Weise erlebt. Ich wusste nicht, dass es überhaupt so gehen kann. Und somit wünsche ich Ihnen allen, wie Sie hier stehen, die beste Gesundheit. Werfen Sie die Krankheit weg und nehmen Sie die Gesundheit auf. Dies geschieht im Namen Gottes. Ich habe nie wieder Kopfschmerzen bekommen. Keine Kopfschmerzen mehr, gar nichts. Es ist einfach alles verschwunden. Wenn Sie das alles tun, erst dann beginnt Gott in dem Menschen zu wirken. Die Ordnung ist Gott. Die Ordnung ist Gesundheit. Ich kann wieder sehen! Ich kann wieder sehen! Ich kann wieder sehen! Ich kann sehen! Ich kann wieder sehen! Ich habe etwas Ungewöhnliches, aber auch Wunderschönes erlebt. Ich habe 45 Jahre lang unter starken Kopfschmerzen gelitten. Es begann im Alter von 12 Jahren und das wurde normal. Es wurde ein Teil meines Lebens. Ich dachte, ich werde das mein ganzes Leben lang haben. Und dann siehst du den Film und all das verschwindet. Ein neues Schlagwort des Tages, Bruno Gröning. Der Mann, der zuerst in Herford in Westfalen Aufsehen durch seine seltsamen Heilungen erregte, ist inzwischen nach Rosenheim in Oberbayern umgezogen. Seitdem lagern vor dem Traberhof, Grönings nunmehriger Wohnung und Wirkungsstätte, Tag und Nacht die Mengen der Heilungssuchenden und Neugierigen. Im April vor Ostern 2006, als ich von der Arbeit kam, sah ich an einer Wand ein Werbeplakat, auf dem geschrieben stand: Es gibt kein Unheilbar. Gott
ist der größte Arzt. Mitten auf der Straße habe ich laut gesagt, ich glaube daran. Das ist so. Ich wusste nicht, was da passieren könnte, aber ich habe mir den Film angeschaut. Und dieser Tag war tatsächlich der letzte Tag, an dem ich Tabletten gegen Kopfschmerzen nahm. Ich brauchte einfach nichts mehr. Ich habe nie wieder Kopfschmerzen bekommen. Ich weiß, dass der Film mächtig ist, aber ich wusste nicht, dass er allmächtig ist. Mein ganzes Leben hatte ich schmerzhafte Perioden. Ich hielt es für normal, dass es ein Bestandteil meines Lebens sei und viele anderer Frauen auch. Allerdings änderte der Film das Phänomen Bruno Gröning meine Meinung über die Befreiung von allem, was uns nicht gehört, so auch die schmerzhaften Perioden. Nach ein paar Monaten des regelmäßigen Zyklus stellte ich fest, dass es keine Schmerzen mehr gab und dass ich keine Tabletten mehr nehme und dass ich mich von allem befreite, was fast 20 Jahre gedauert hat. Ich bin dankbar und befreit. Mi smo 2003. godine imali obiteljsku tragediju. 2003 hatten wir eine Familientragödie, bei der wir 2 Söhne von unseren 3 Kindern verloren haben. Und das war der Moment, als wir im Leben wirklich stehen geblieben sind. Du weißt nicht mehr weiter, weil du dein Fundament verlierst. Tragödie. Eine Tragödie. Ein Horror, den ich nicht verstehen konnte. Wie können wir gesunde Kinder verlieren? Wie sollen wir weiterleben? Ich war traurig und konnte das Schuldgefühl nicht loswerden. Wir haben uns lange, mein Mann und ich, selbst beschuldigt, weil wir zur Arbeit gingen und die Kinder zu Hause geblieben waren. Alles, was du dir so vorstellst, bricht plötzlich zusammen. Und dann habe ich Gott wirklich um Hilfe gebeten. Ich weiß, dass ich alleine nicht mehr weiter kann. Und es war dann so, dass ich 2004 die Lehre Bruno Grönings kennenlernte. Es war so, dass ich sehr skeptisch war und in Wirklichkeit überhaupt nicht glauben konnte, was man über ihn in den Zeitschriften und Zeitungen berichtete. Und ich wollte ehrlich gesagt auf den ganzen Schwindel draufkommen. Und im Jahr 2005 ist Frau Grete Häusler nach Zagreb zur Tagung gekommen und hat nach Helfern gesucht, die den Dokumentarfilm vorführen. Und sie sagte einen Satz, der mir sehr ins Herz ging. Sie sagte, dass in dem Film alles enthalten und vorbereitet sei, um anderen Menschen zu helfen. Und ich ging dann zu Bruno Gröning hin in einer solchen Begeisterung und Dankbarkeit und schüttelte ihm die Hände und sagte, Herr Gröning, ich habe das Gefühl, ich bin ganz gesund. Ich danke Ihnen. Und er schaute mich so an und durch ging der Blick durch den ganzen Körper und sagte, Sie fühlen es nicht nur, Sie sind es auch. Sie sind gesund, aber danke Sie nicht mehr. Danke Sie Gott,
Er hat das getan. Ich fühlte von Vorführung zu Vorführung, und zu Beginn hatten wir die Vorführungen jeden Sonntag in einer anderen Stadt, dass die Traurigkeit aus mir verschwand und dass der Lebenswille wieder zurückkehrte. Dann kam mir der Gedanke, dass wir wieder ein Kind bekommen könnten. Zu der Zeit war ich 43 und meine Frau 42 Jahre alt. Stell dir uns mal mit 60 Jahren vor, wenn du grau bist und eine Glatze hast und dein Kind ist noch nicht einmal volljährig. Aber dieses Gefühl war so stark. Und erst als mein Mann sagte, dass wir noch ein Kind bekommen sollten, habe ich sehr viel nachgedacht. Aber ich hatte solche Angst, sodass ich diese Möglichkeit ablehnte. Im Laufe der Zeit, durch Aufgaben, durch das Besuchen der Gemeinschaftsstunden, habe ich die Ängste überwunden. Tek 2006 habe ich Raphael zur Welt gebracht. Wir haben uns den Namen Raphael ausgesucht, obwohl wir nicht wussten, dass der Name Gott heilt bedeutet. Raphael bedeutet auf Hebräisch Gottes Heilmittel oder Gott heilt. Das erfuhren wir erst später und ich spürte wirklich eine Dankbarkeit, dass dies wahrhaftig eine Gabe Gottes ist. Gottes Geschenk an uns. Und so wie mein Sohn ist auch meine Dankbarkeit gewachsen. Er ist heute 16 Jahre alt und größer als ich. Heute ist Raphael in der Jugendgemeinschaft. Vor ein paar Monaten hat er berichtet, wenn er 18 wird, das Erste, was er macht, ist, aus dem Freundeskreis auszutreten. Aber jetzt hat sich alles geändert. Vor 3 Wochen hat er seinen Freund aus dem Kindergarten zur Einführung mitgebracht. Und jetzt kommen sie gemeinsam zur Wanderwoche nach Velebit. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, wird mir klarer, dass es sich um ein Gottesgeschenk für unser Leben handelt. Immer mehr Menschen berichten von außergewöhnlichen Heilungen, die man mit Bruno Gröning in Verbindung bringt. Selbst von Ärzten als unheilbar diagnostizierte schwören auf seine wundersamen Kräfte. Offensichtlich spricht Gröning jedoch nur zu den Kranken, was die Sache noch seltsamer erscheinen lässt. Ein Reporter der Süddeutschen Sonntagspost berichtet: Mir bleibt der Verstand stehen. Bruno Gröning heilt Lahme, Blinde, Stumme. Eines der größten Phänomene unseres Jahrhunderts. Das ist die übereinstimmende Meinung vieler Sachverständiger zu dem Fall Gröning. Der Neurochirurg hatte bereits entschieden, dass ich am 8. Januar 2007 operiert werde. Dieser Operationstermin ist, zufälligerweise oder auch nicht, 3-mal ausgefallen. Und beim 4. Mal, als ich für eine Nachuntersuchung hin sollte und im Wartezimmer saß, bekam ich eine SMS von meiner Freundin. In dieser stand, dass sie auch operiert wurde, es ihr aber nicht besser ginge. Und in diesem Moment fühlte ich, dass es noch etwas anderes geben muss, was mir helfen könnte.
Der erste Teil war sehr interessant und ich konnte alles annehmen. Dann im zweiten Teil des Films wurden meine Beine so nervös, dass ich am liebsten weglaufen wollte. Doch dann habe ich Bruno freundlich um vollständige Heilung gebeten. Möge er mir bitte helfen, den Film bis zum Ende anzusehen. Am beeindruckendsten ist jedoch der Fall Strobel. Seit Jahren hatte er die Bechterew-sche Krankheit, was zur völligen Versteifung der Wirbelsäule führte. Außerdem plagten ihn starke Schmerzen beim Gehen und Steigen. Innerhalb kürzester Zeit ist er schmerzfrei und kann sich frei bewegen. Danach wurde ich völlig ruhig und habe mir den Film bis zum Ende angesehen. Und an diesem Tag wurde ich von meiner Belastung an der Wirbelsäule befreit. Am Tag nach dem Film ging ich ohne meine Stöcke spazieren. Ich ging mit Stöcken ins Kino und ohne Stöcke wieder raus. Und am nächsten Tag habe ich Gras gemäht. Alles war einfach verschwunden. Am 7. Juni 1949 wird Bruno Gröning ein totales Heilverbot für ganz Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Seine Mitarbeiter Egon Arthur Schmidt und Erich Kuhlmann benachrichtigen die Menschenmenge. Ich war ein fitter junger Mann und mir gedacht, okay, das war jetzt der Leben. Das ist jetzt irgendwie vorbei. Der Arzt, ganz klar, befreundeter Arzt, hat gesagt, ja, Ischialgie, Verletzung des Ischiasnervs, Therapien, Schmerzmittel, das ist das Leben. Mit dem Befund auf Verschlechterung. Das war die Aussicht mit 34 Jahren. Ich war total verzweifelt, nicht nur vom Schmerz, sondern von der Perspektive. Meine Frau hat mir nicht allzu viel erzählt. Sie hat nur gesagt, komm, wir fahren zu einem Film. Und ich habe mir gedacht, okay, die 1,5 Stunden, das wird schon gehen mit meinem Rücken. Starke Rückenschmerzen, wirklich stärkste Rückenschmerzen. An dem Tag absoluter Spitzenwert. Und ja, wir sind dort hingefahren. Und dort habe ich dann erfahren, dass der Film 5,5 Stunden dauert. Und ich habe nur alle Sessel und Sitze durchprobiert, wo ich halbwegs sitzen habe können. Und dann habe ich entschlossen, in der Nähe der Tür irgendwas hinzusetzen, damit ich schnell rauskam, wenn es nicht mehr auszuhalten ist. Trotz des Verbotes kamen von weit her immer neue Heilungssuchende. Der Druck dieser in tiefer körperlicher und seelischer Not befindlichen Menschen auf die Behörden wurde immer stärker. Fast täglich bildeten sich Abordnungen, die sogar zur Privatwohnung des stellvertretenden Oberstadtdirektors Wörmann gingen. Mit dem ersten Tonfilm waren die Schmerzen so, wie ich es noch nie gehabt habe, so unglaublich. Aber die Spannung auf die nächste Szene war stärker, als dass ich aufstehe und gehe. Und wie gesagt, ich habe meinen Sitzplatz einfach nicht verlassen können. Es ist nicht gegangen. Ich bin in der Pause auch sitzen geblieben, weil ich so Schmerzen. Und vor allem, ich war so gerührt in der Pause, ich mich gar nicht fangen können. Ich vergiss das nie. Das ist jetzt schon doch 12 Jahre her, aber das vergesse ich nie. Ich erteile Gröning für heute Abend eine Heilerlaubnis. Ja, und um 20 Uhr war der Film vorbei. Und wir sind heimgefahren. Und haben mir nichts dabei gedacht. Kann mich nicht mehr erinnern, was da war. Wir sind dann schlafen gegangen. Und am nächsten Tag in der Früh, Montag, fahre ich mit dem Auto wieder zum Bahnhof. Fahre mit der Bahn nach Wien zu meiner Arbeit. Und um 6 Uhr am Abend fahre ich heim mit dem Zug und sitze in der Bahn und denke mir, irgendwas ist heute anders. Und das war's. Und das war's. Seitdem nie wieder Schmerzen gehabt im Rücken. Überhaupt. Gar nichts. Gar nichts. Seit 6. Juni 2010. Keine Schmerzen mehr.
Ich bin glücklich und zufrieden, dass ich jetzt normal leben kann, dass nichts wehtut und dass ich sogar vom Markt 10 Kilogramm tragen kann. Früher konnte ich nicht einmal 1 Kilogramm in jede Hand nehmen und tragen. Jahrelang waren meine Knie belastet. Es war schmerzhaft, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich konnte keinen Sport treiben. Manchmal konnte ich auch nicht zur Arbeit gehen. Ich musste mich krank schreiben lassen. Das alles begann im Jahr 2001 und es dauerte bis 2009, als ich hinging, mir den Film Das Phänomen Bruno Gröning anzuschauen. Das beste und das größte Geschenk in diesem Erdenleben ist nicht Reichtum, nicht das Geld, sondern die Gesundheit. Ich rufe Sie zur Ordnung. Ich will, dass Sie ein gesundes, ein gutes Leben führen, wie Gott es bestimmt hat. Und da saß ich in diesem Saal, schaute den Dokumentarfilm Das Phänomen Bruno Gröning und genau an diesem Ort bekam ich die Heilung. Ich war überglücklich. Mein Glück nahm kein Ende. Ich fühlte mich großartig. Und ich wiederholte einige Male das Auf- und Absteigen, auf und ab. Und jetzt laufe ich so glücklich die Treppe hinunter und wieder hinauf. Und als die Ärztin die Kontrolluntersuchung durchführte, fragte sie mich nur, aber wieso ist da nichts? Es ist nicht geschwollen, es tut nicht weh, die Beweglichkeit ist in alle Richtungen in Ordnung. Und sie fragte mich wieder, wie habe ich die Hilfe bekommen? Wie kommt es, dass jetzt nichts mehr da ist? Schließlich habe ich ihr erzählt, wie ich zu dieser Heilung kam. Ich war ehrlich, dass mir dieser Dokumentarfilm über Bruno Gröning geholfen hat. Und dann bot ich ihr an, zum Film mitzukommen. Sie sagte, ja, natürlich, ich komme. Sie kam auch mit einer Last und ging dann viel glücklicher und zufriedener heraus, als sie gekommen war. Ich laufe, gehe spazieren, ich kann sogar Rollschuh fahren. Ich kann Gipfel erklimmen. Ich bin in diesem Sommer sogar auf 2000 Meter Höhe gewandert, auf einer anspruchsvollen Tour namens Steigelpass in Österreich. In Kroatien, im Velebit, habe ich auch einige Gipfel bestiegen. Und es gibt absolut keine Schmerzen mehr. Dieser Film kann also jedem helfen, der glauben kann. Und ja, ich habe geglaubt und ich habe die Heilung erhalten. Unermüdlich ist Gröning unterwegs und hält seine Glaubensvorträge. Er sagt, trotz aller Widerstände wird es mir auch weiterhin Gebot sein, meinen Freunden und ihren noch leidenden Mitmenschen zu helfen. Ich bin nicht menschenhörig, sondern gotthörig. Es gibt für mich kein menschliches Gesetz, das mir derartiges verbieten kann. Für mich gibt es nur ein Gesetz, und das ist das Göttliche. Während einer Gemeinschaftsstunde lernt Adolf Groth Bruno Gröning kennen. Er hatte Magenkrebs und war von den Ärzten aufgegeben. Ich stand noch mit einem Bein im Grab. So krank war ich. Ich wollte Hilfe. Mit 14, 15 machte ich meinen ersten Selbstmordversuch. Und so begann meine Reise mit Psychiatern, Ärzten, Psychologen, Heilern. Es begann in meiner Kindheit. Ich musste ziemlich viel Missbrauch durchmachen, eine lange Zeit hindurch. Mit 18 ging ich dann von daheim weg. Ich fühlte Scham. So viel Scham. Ich dachte, wer sollte mich schon wollen? Also hielt ich alles geheim.
Ich konnte arbeiten, aber das tägliche Leben? Nein. Also begann ich meinen Selbstmord zu planen. Und am 29. Juni 2007, an einem Freitagnachmittag auf einer Brücke in Melbourne, fiel ich auf meine Knie und schrie zu Jesus und Gott: Wenn ihr mich liebt und ich euch nicht enttäuscht habe, dann gebt mir ein Zeichen. Und ich schrie und weinte. Und dann richtete ich mich wieder auf, als mein Telefon läutete und meine Freundin mich für Samstag zum Kaffee einlud. Am Sonntag wollte ich ja mein Leben beenden. Wir saßen beim Kaffee, sie plauderte. Und dann sagte sie: Möchtest du zu einem Film mitkommen? Er handelt von so einem Typen, der ein Heiler ist. Und dann sagte sie den Namen Bruno. Und diese Kraft ging durch meinen Körper. Und es schüttelte, es rüttelte in meinem Körper. Und ich dachte, das ist mein Zeichen. Und dann kam ich heim und betete die ganze Nacht hindurch. Und am Sonntag ging ich in den Film. Und ich erinnere mich, wie der Bauer von seiner Heilung berichtete und konnte hören, wie er sagte: Erlösung. Und ich wiederholte immer wieder: Erlösung, Erlösung, Erlösung. Eine Erlösung. Eine Erlösung war das für uns. Für alle, die da gewesen sind. Das Saal war voll. Eine Erlösung war das. Für alle. Also man war wie von neu geboren. Nicht so leicht und fühlte man sich die Schwere, die war aus dem Körper raus. Ich weinte den ganzen Film hindurch. Und dann spazierte ich aus dem Film hinaus, glücklich, und vergaß meine Medikamente zu nehmen. Ich dachte noch nach, ob ich was vergessen hatte. Ich erinnere mich, wie ich im Haus herumging. Ich hatte überall Medikamentenpackungen. Aber ich vergaß sie. Und in dem Moment und auch noch wie weggefahren, da waren wir nicht mehr krank. Wir haben nichts mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. Und da bekam ich den Gedanken, du brauchst deine Medikamente nicht mehr. Also zerriss ich meine letzte Verschreibung. Und das war's. Es war vorbei. Ich war frei von allem. Ich fühlte mich glücklich. Ich nahm wieder zu. Alles normalisierte sich. Ich konnte wieder einkaufen gehen. Ich konnte Entscheidungen treffen. Ich begann zu joggen. Ich lief einen Marathon. Alles begann wieder. Ich brauchte zu keinem Arzt mehr zu gehen. Ich sagte nur zu meinem Psychiater und Psychologen: Es geht mir jetzt gut. Und ich erwähnte Bruno Gröning. Und mein Leben veränderte sich komplett. Ich konnte die Scham abgeben. Und das Schönste ist, dass ich zu meiner Familie zurückfand. Und meine Mutter und ich hatten noch 4 Jahre lang eine gute Beziehung, bevor sie starb. Und sie begann zu sagen: Ich liebe dich. Und ihre letzten Worte waren: Vergiss nicht, dass ich dich liebe. Und dann ging sie heim, nachdem auch sie Bruno Gröning kennengelernt hatte. Und die eine Person, die mich missbraucht hatte, wusste, dass ich ihr vergeben hatte. Und er dankte mir von Angesicht zu Angesicht. Und er bekam die Heilung. Was auch immer in meiner Familie passiert ist, ist nun vorbei. Sie sind geheilt. Alles in meinem ganzen Leben hat sich verändert. Und ich bin wirklich dankbar. Das sieht nicht gut aus, Frau Weichel. Gar nicht gut. Ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen. Aber, Herr Doktor, es muss doch noch irgendeine Möglichkeit geben. Ich will Ihnen nichts vormachen, Frau Weichel. Sie müssen damit leben. Tut mir leid. Ich ging zum Lungenarzt, zum Immunologen. Niemand konnte mir sagen, wogegen ich allergisch bin. Nur, dass ich im Blut so einiges hätte, innerhalb der Grenzwerte von 0 bis 100, hätte ich 2 Millionen dieser Einheiten gehabt.
Sie haben sich gewundert, wie ich überhaupt noch am Leben bin. Wie hustest und atmest du? Haben Sie eigentlich schon mal was von diesem Gröning gehört? Der Wunderdoktor. Ja. Als ich hörte, dass es da einen Film gibt, erlebte ich eine Art Aufregung, die ich bis dahin noch nie empfand. Ich verspürte so ein Verlangen in meiner Brust, in meinem Herzen, dass ich diesen Film sehen musste. Verspüren Sie, dass durch Ihren Körper etwas durchgeht, was Sie noch nie verspürt haben? Ich gebe Ihnen zu wissen, dass Sie alle nur Kinder Gottes sind. Der alleinige Arzt, der Arzt aller Menschen, ist und bleibt unser Herrgott. Am Anfang des Films hatte ich einen Hustenanfall und habe dann die ganze Zeit gehustet. Als der erste Teil zu Ende war, kamen die Bruno Gröning-Freunde zu mir und sagten, sie würden beten, Gott bitten und es ihm übergeben. Lösen Sie sich von allem Bösen. Nehmen Sie die gute göttliche Kraft in sich auf. So werden Sie nicht was, sondern das wahrnehmen, dass das Böse aus Ihrem Körper schwindet. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich habe geglaubt. Es ist wahrscheinlich dieser Glaube. Ich habe in diesem Moment geglaubt und mich überzeugt, und das hält mich heute noch. Und? Tja, ich verstehe das nicht. Es ist nichts mehr zu sehen. Ich hab's Ihnen doch gesagt, der Gröning hat mich geheilt. Das ist doch nicht der Ernst. Doch, seitdem ich das erste Mal bei ihm war, hatte ich überhaupt keine Schmerzen mehr. Aber das gibt's doch nicht. Sie sehen doch, dass es das gibt. Hauptsache, ich bin gesund. Und als es im Folgejahr nicht mehr aufgetreten ist, dachte ich, was ist das jetzt? Warum kommt es nicht? Und dann verging ein Jahr und dann auch noch ein zweites. Und es wurde mir klar, dass ich es nicht mehr habe. Ich hatte nicht einmal mehr die anfänglichen Symptome. Ich habe gar nichts mehr. Auch nicht im 3. und 4. Jahr. 10 volle Jahre habe ich es nicht mehr. Ich bin geheilt. Ich habe Gnade erfahren. Gott ist der größte Arzt, sagte Bruno. So glaube ich daran. Und meine Heilung ist aufgeschrieben. Ich habe die Unterlagen abgegeben, die ärztliche Dokumentation und alles ist dokumentiert. Tjedne, veselimo se svemu što dolazi. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Wir haben viel im Leben gelernt, dass das, was uns tatsächlich widerfährt, kein Verlust sein muss oder aus weltlicher Sicht ein Unglück oder ein Missgeschick, sondern es kann ein ganz neuer Anfang sein. Ich kann das nicht erklären, aber ich bin sehr glücklich, dass es passiert ist, weil es mein Leben komplett verändert hat und ich bin sehr dankbar dafür. Mir hat der Bruno im Film wieder so richtig gezeigt, was für Wärme und was für ein Leben in einem Herz drin sein kann. Das, wo vorher nur, ja, das Herz hat funktioniert, es hat gepumpt. Und nach dem Film hat das Herz wieder gelebt. Es ist Freiheit entstanden, wo ich beim Neigehen ja die ganze Last noch mit dabei gehabt habe, die mein Leben so erdrückt hat. Hat das Leben noch einen Sinn? Wo ich überhaupt noch da sein?
Nach dem Film war das ganz klar, dass ich da sein möchte. Obwohl die ganze Schwere, die ganzen Situationen nicht anders waren als wie vorher. Es war alles da. Aber es war die Schwere nicht mehr da. Es war die Klarheit da. Georg, jetzt wärst du wieder gesund. Wir können innerhalb so kurzer Zeit also einen Lebenswandel erleben. Was steckt da dahinter? Mein Leben hat eine ganz andere Sichtweise gekriegt. Und glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich doch weiter nichts als nur ein Werkzeug Gottes bin, was auch Sie in Wirklichkeit in Wahrheit sind, woran Sie nur noch nicht glauben können? Nun, liebe Freunde, liebet das Leben. Gott ist überall.